Unter meinem letzten Video über Verben mit Präfixen, genauer gesagt über Verben mit nehmen, hat Luis hier gefragt, ob ich ein ähnliches Video zu ein paar anderen Verben machen könnte. Und da ich dieses Thema für sehr wichtig halte, werde ich einige dieser Verben in nächster Zukunft unbedingt erklären. Hiermit möchte ich euch alle auch motivieren, eure Videowünsche in die Kommentare zu schreiben, denn nur so könnt ihr genau das lernen, was ihr wollt und wirklich braucht. Heute sprechen wir also über 6 Verben mit sagen und dabei interessiert uns vor allem, was sie alles bedeuten können, wie man sie benutzen kann und natürlich gebe ich euch auch jede Menge Beispielsätze, die euch helfen werden, diese Verben zu verstehen und im Alltag zu nutzen. Die Verben, die wir uns genauer anschauen werden, sind voraussagen und vorhersagen, ansagen, absagen und zusagen und versagen. Am Ende des Videos gibt es wie letztes Mal authentische Beispiele in Form kurzer Videoausschnitte aus dem Internet, die euch helfen können zu verstehen, wie diese Verben im Alltag benutzt werden. Bleibt also unbedingt bis zum Ende des Videos dabei. Bevor wir aber anfangen, will ich nur noch erwähnen, dass ihr in der Infobox unten einen Link zu einer kostenlosen PDF-Datei finden könnt, in der ihr die wichtigsten Informationen aus diesem Video noch einmal nachlesen könnt, sowie auch ein paar Übungen zur Wiederholung vom Gelernten. Fangen wir gleich mit den Verben voraussagen und vorhersagen an. Voraussagen und Vorhersagen sind beide Verben, die sich auf Prognosen und Vorhersagen beziehen. Es geht hier also darum, eine Annahme darüber zu treffen, was in der Zukunft passieren wird, basierend entweder auf bestimmten Fakten und Informationen oder einfach auf Vermutungen. Hier sind einige Beispiele. Die Experten können nicht genau vorhersagen, wie sich das Virus entwickeln wird. Sie behaupten, dass sie eine Maschine entwickelt haben, die die Zukunft vorhersagen kann. Die Prognose sagt voraus, dass die weltweiten energiebedingten CO2-Emissionen ihren Höhepunkt um 2030 erreichen werden. Viele Analytiker sagen voraus, dass die Lebensmittelpreise weiter steigen werden. Im Allgemeinen, besonders in der gesprochenen Sprache, werden diese 2 Verben synonym verwendet. Aber trotzdem könnte man sagen, dass es zwischen ihnen einen kleinen Unterschied gibt. Er liegt darin, dass Voraussagen eher eine Vorhersage ist, die auf Erfahrung, Wissen und Daten beruht, während Vorhersagen eine Vermutung ist, die auf Schätzungen basiert. Beide Verben werden aber sehr häufig im Bereich der Meteorologie benutzt, obwohl das Nomen Wettervorhersage deutlich häufiger zu hören ist als Wettervoraussage. Zum Beispiel: Der Wetterdienst hat vorhergesagt, dass es am Wochenende sonnig sein wird. Oder der Wetterdienst sagt extreme Temperaturen voraus. Als nächstes sprechen wir über das Verb ansagen. Die Bedeutung von ansagen bezieht sich hauptsächlich darauf, dass man jemanden informiert, was als nächstes kommen oder passieren wird. Und synonym könnte man das Verb ankündigen verwenden. In einem Satz würde das so aussehen: Der Moderator hat ganz am Ende der Sendung einen Actionfilm angesagt oder angekündigt. Das bedeutet, der Moderator hat uns informiert, dass gleich nach der Sendung ein Film beginnt. Der YouTuber hat für nächste Woche 2 Videos angesagt oder angekündigt. Das heißt, der YouTuber hat uns informiert, dass er nächste Woche 2 Videos veröffentlichen wird. Ansagen wird ähnlich wie Voraussagen und Vorhersagen auch benutzt, um etwas zu prognostizieren, wobei es beim Verb ansagen um eine höhere Wahrscheinlichkeit geht, so dass beispielsweise Wettererscheinungen eher angekündigt werden als einfach vorhergesagt. Zum Beispiel: Der Wetterbericht sagt für die nächsten 3 Tage Regen an. Für heute ist Regen angesagt, nimm also den Regenschirm mit. Man kann Ansagen auch benutzen, um einen Besuch anzukündigen, beziehungsweise jemandem mitzuteilen, dass man zu Besuch kommen wird. Dabei wird das Verb reflexiv benutzt, also sich ansagen. Zum Beispiel: Ich muss hier ein bisschen aufräumen, meine Mutter hat sich zum Kaffee angesagt. Das heißt, meine Mutter hat mich informiert, dass sie zum Kaffee vorbeikommen wird.
Und noch ein Beispiel. Letzten Samstag haben sich spontan Gäste zum Mittagessen angesagt. Also, letzten Samstag haben uns unsere Bekannten mitgeteilt, dass sie zum Mittagessen kommen werden. Eine weitere sehr gebräuchliche Verwendung von Ansagen ist, wenn das Verb im Partizip 2 als Adjektiv benutzt wird. Das Adjektiv angesagt hat die Bedeutung modern bzw. populär oder beliebt. Zum Beispiel, niemand interessiert sich für Radiosendungen mehr, denn mittlerweile sind Podcasts angesagt. Anders gesagt, mittlerweile sind Podcasts beliebt. Aus diesem leeren Hotel ist eine angesagte Event-Location geworden. Also, aus diesem leeren Hotel ist eine beliebte und bekannte Event-Location geworden. Kommen wir nun zu noch zwei Verben, zusagen und absagen. Diese beiden Verben beziehen sich auf die Annahme bzw. Ablehnung von etwas, was zuvor angeboten oder geplant wurde. Das Verb zusagen bedeutet, dass man eine Einladung oder ein Angebot annimmt bzw. akzeptiert. Man verwendet es beispielsweise, um zu bestätigen, dass man an einem Termin teilnehmen wird, oder auch einfach, um zu bestätigen, dass etwas, was versprochen oder geplant wurde, wirklich passieren wird. Hier sind ein paar Beispiele. Er hat uns zu seiner Hochzeit eingeladen und wir haben natürlich sofort zugesagt. Das bedeutet, wir haben sofort gesagt, dass wir die Einladung akzeptieren. Ich habe dem Arbeitgeber zugesagt, dass ich nächste Woche wieder ins Büro komme. Hier bedeutet es sowas wie, ich habe meinem Arbeitgeber bestätigt, dass ich ins Büro kommen werde. Auf der anderen Seite bedeutet das Verb absagen, dass man ein Angebot oder eine Einladung ablehnt oder dass man an einem Termin nicht teilnehmen wird. Wir können es mit einem Akkusativobjekt kombinieren, wenn wir über Einladungen und Termine sprechen, oder mit einem Dativobjekt, wenn wir uns auf Personen beziehen. Hier sind einige Beispiele. Sie musste das Meeting absagen, da etwas Unerwartetes dazwischen gekommen ist. Hier wird heutzutage häufig auch ein Anglizismus verwendet und ich muss sagen, dass ich das persönlich nicht besonders schön finde, aber man könnte hier also auch sagen, sie musste das Meeting canceln. Und noch ein Beispiel. Er hat seiner Freundin abgesagt, weil er sich etwas angeschlagen fühlte. Das bedeutet, er hat seiner Freundin mitgeteilt, dass er nicht kommen kann, weil er sich etwas angeschlagen fühlte. Das letzte Verb auf unserer Liste heißt versagen. Es wird normalerweise verwendet, um das Scheitern von etwas oder jemanden auszudrücken, insbesondere in Bezug auf eine Leistung oder eine Erwartung. Mit diesem Verb können wir also zeigen, dass wir beispielsweise etwas nicht geschafft haben oder ein Ziel nicht erreicht haben. Hier sind zwei Beispielsätze. Das Unternehmen hat versagt, die Produkte rechtzeitig zu liefern. Oder anders gesagt, das Unternehmen hat es nicht geschafft, die Produkte rechtzeitig zu liefern. Und noch ein Beispiel. Ich versage immer wieder bei Vorstellungsgesprächen. Also, ich habe wenig Erfolg bei Vorstellungsgesprächen. Eine andere Bedeutung von Versagen ist nicht funktionieren oder genauer gesagt aufhören zu funktionieren. Zum Beispiel, mein Computer ist über 2 Jahre alt und gestern hat die Festplatte versagt. Das heißt, die Festplatte ist kaputt gegangen, sie funktioniert nicht mehr. Das waren also meine Erklärungen und Beispiele. Kommen wir nun aber zu authentischen Beispielen aus dem Internet. In eurem Buch hast du das, oder habt ihr ja den Crash praktisch vorhergesagt, aber ihr habt das ja auch schon seit ein paar Jahren immer wieder gesagt, da wird was kommen. Und schließlich kann keine Patientenverfügung alle Möglichkeiten berücksichtigen und man kann auch nie die medizinische Entwicklung vorhersagen. Und deswegen rede mit deinem Arzt. Aufbauend auf dieser Studie behauptet er, mit 90%iger Wahrscheinlichkeit voraussagen zu können, welche dieser Paare verheiratet bleiben und welche Ehe geschieden sein wird. Also gerade bei der Erntezeit ist klar, es ist ein Gewitter angesagt und ich muss gucken, dass ich mit meinem Mähdrescher rausfahre und das Korn reinhole, bevor es nass wird. Der nächste Morgen beginnt für Josie und Philemon mit einer Tasse Kakao. Im Anschluss ist Sport angesagt. Das helfe dabei, wieder im Körper anzukommen, sagen sie mir. Wenn eine Airline
Flug cancelt, kann sie es nicht ohne weiteres auf die Corona-Pandemie als Grund dafür schieben. Warum das so ist und auf welches Urteil ihr euch berufen könnt, falls euer Flug mal wegen Corona abgesagt werden sollte, das erzähle ich euch jetzt. Wenn wir nicht mehr nachvollziehen können, wer jetzt alles infiziert ist, klappt jetzt diese gezielte Isolierung nicht mehr. Deswegen müssen wir alle mitmachen, also Abstand halten, Homeoffice, Veranstaltungen absagen und so weiter. Ihr kennt es. Sie wissen, dass wir vor kurzem einen großen Termin mit dem bayerischen Innenminister hatten, der uns im Anschluss an diesen Termin auch zugesagt hat, dass Ingolstadt in den nächsten 4 Jahren mehr als 200 Planstellen bei der Polizei zusätzlich bekommen wird. Ich bin bei Massa seit 2010. Anfang 2010 habe ich angefangen als Verkaufsberater. Ja, ich hatte einen ganz guten Start bei Massa gehabt, habe gut Häuser verkauft im ersten Jahr und dann ist man an mich herangetreten und hat mir die Frage gestellt, ob ich mir diese Aufgabe zutraue. Und nach einer gewissen Überlegungszeit habe ich dann dankend zugesagt. Das Schönste an dem Job ist, dass man jeden Tag aufsteht und nicht weiß, was passiert. Die jungen Menschen müssen einfach eins kapieren, sie können immer zu uns kommen, egal was passiert. Auch wenn sie 5-mal versagt haben, können sie immer noch in die Talentförderung kommen und beharrlich darauf bestehen, ihr Ziel, ein Studium aufzunehmen, verfolgen. Da begleiten. Ja, die große Frage ist, wie bewertet ihr letztendlich die Regierungszeit von Ludwig Erhard? Sagt ihr, naja, als Minister hat er gut vorgelegt, da wurde er natürlich an ganz anderen Maßstäben gemessen, konnte er gar nicht erreichen, oder hat er eurer Meinung nach versagt? Schreibt es gerne unten in die Kommentare und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Danke. Damit sind wir fertig und hoffentlich fandet ihr das Video nützlich und interessant. Falls ihr Fragen habt, stehe ich euch gerne zur Verfügung. Ihr könnt sie gerne in den Kommentaren stellen und ein Abo würde mich natürlich auch freuen. Und ich sage jetzt danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.